Weiße Schuhe und ein Mord. Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is, too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Ja, und damit genuine? Now, boys, we all know how many imbeciles have confessed in the short case. Ray Pinker will let us know in good time. so, jetzt aber herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LA Noire. So, wir haben letzte Folge ja. We keep locking them up, but the bodies keep piling up. Yeah, Californians love a fad, Phelps. As long as the bricks hold up at San Quentin, there'll always be killers in this town to send. So, jetzt aber nochmal. Herzlich willkommen. Wir haben ja das letzte Mal den Obstverkäufer verhaftet, da er, glaube ich, die Halskette des Mädchens getragen hat und die Mordwaffe hatte oder so, keine Ahnung. Heute begeben wir uns zu einem neuen Mordermittlung mit dem Fakt offen, dass der eigentliche Mörder dieser ganzen Dame, glaube ich, noch frei herumläuft. Oder verstehe ich das falsch? Ich weiß nicht. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out there. You know, Phelps, all these arrests on your record are giving you a reputation. You don't want them turning into unsolved. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. Really? And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows make it the man. But you can't always hit home runs. Sometimes you just gotta make first base. Ich finde den Wetterwechsel mal echt interessant, weil die ganze Zeit Sonne, glaube ich, war es ja, oder, ne? Jetzt mal ein bisschen Regen mit einer schönen, stimmigen Musik, muss ich sagen. Jetzt gucken wir mal, was passiert ist. Okay, der muss ja anscheinend auch lang. Kommen wir den mal ein, oder auch noch nicht? Okay, ich kann nur so langsam fahren. Wir fahren den offenbar hinterher. Gut, jetzt bin ich mal gespannt, was uns erwartet, wenn es schon so eine Mucke kommt und alles. Tatort, 11:49 am Morgen. Phelps and Galloway, homicide. Scene is secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death. From her temperature, maybe 2 a.m., but it was cold last night. Usual head injuries. Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. Eben, sie war noch I doubt very angezogen. much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. Gut, dann gucken wir uns mal die Leiche an. Hier weiß ich gar nicht, ob es sich um denselben Mörder handelt, weil, wie gesagt, die Kleidung ist noch da, keine Nachricht. Klar, mit dem Dreifach-Strickseil stranguliert, aber der ist ja jetzt auch nicht so selten als vorkommen, würde ich sagen, ne? There appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Services, F1363.
Das heißt, hier wurde jetzt, also das war ein Waschsalon. Das ist richtig verstanden, also nicht Waschsalon, aber hier Ring fehlt aber auch diesmal nicht. Bei ganz anderen Frauen fingen, glaube ich, auch mal die Ring-Dinger, ne? Die Ring-Dinger. Vielleicht auf der Seite, aber ich glaube nicht, ne? Mhm. Okay, mehr kann ich jetzt nicht angucken. Mehr gibt's hier nicht, habt ihr gesagt, oder wie? Da ist ja nur Geld, was hier rumliegt. Ne, ich glaube, das, ja. Ich vermute irgendwie, dass dieser Mord nichts mit den anderen leicht zu tun hat. Driver and our killer are most likely one and the same. Hier sind noch welche Spuren? Wahrscheinlich nicht, ne? Da liegt die Leiche. Weichstück B. Mehr ist ja nicht. Ich kann mal in den Containern da hinten gucken. Das ist ein Krimskrams. Okay, das zählt anscheinend nicht mal als Tatort. Ah, ich dachte gerade, was ist denn jetzt los? Können wir jetzt mit dem Gerichtsmediziner reden? Was sagt der so? Oder auch nicht? Können wir das Telefon benutzen? Ja, auch nicht. Gut. Ich glaube, wir sind aber hier fertig, oder? Nee, Tatort. Irgendwas fehlt uns hier noch. Achso, hier, guck mal. Das habe ich gar nicht gesehen. Ah. No drag marks. Killer was moving around, surveying the scene. So, jetzt aber mal alles, ne? So, jetzt können wir auch anrufen, alles klar. Gut. Okay, was passiert jetzt? Ist das die Mutter, die Freundin? Wer kommt da angefahren? So episch vor allem. Das ist ja episch, aber... Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Ah, okay, ja dann. Did you see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Ich glaube, sie sagt die Wahrheit. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Okay, aber ich glaube nicht, dass er das war. One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Thank you, ma'am. You've been a big help. Of course, anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Sie, Senior? Na, wir gehen jetzt mal. Achso, wir müssen noch telefonieren. Nein, ja, ich weiß. Noch telefonieren. Mensch, tut mir leid. Wir können ja mal unseren Kumpel gleich mal fahren lassen. Das ist eine Option. Also. Phelps. Oh, Entschuldigung. 7. Ich lasse ihn erst mal ausreden. How can I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thank you. Weißt du was, bevor wir zum Laundry gehen, gehen wir glaube ich erstmal die Obdachlosen besuchen. Weil die waren ja hier. Gestern Abend anscheinend. Das heißt, vielleicht haben die ja was gesehen. Vielleicht kooperieren die, weiß man ja nicht. Was sollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich vergessen.
think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought Ich hab's jetzt echt to, I vergessen. guess we ought. Mann. Sollte ich dir mal ausreden lassen? Das hab ich vergessen. Gut. Dann unser nächstes Ziel, die Obdachlosen. Aber ich glaube, ich bin mal, also bei dem bin ich mir gar nicht sicher, ob die was gesehen haben. Bei dem bin ich mir gar nicht sicher. Aber ich weiß auch nicht, ob die Lounge uns was will. Also diese Waschsalon-Dings. Diese nicht Salon, ist ja so ein Waschbüro, wie nennt man das? Gut. Hier unter der Brücke anscheinend. We're looking for a tall man with a disfigured face. You know him? Huh? What? I fought in 2 wars, you know, son. I think I earned some peace and quiet. Ah, the bum isn't here. We should follow the lead. These guys can wait. At least the rain stopped. You can change back into those white bucks now. Gucken wir jetzt mal kurz rein. Ich weiß, es sagt, wir sollen woanders hin, aber vielleicht finden wir ihn ja auch so. Das ist jetzt die Question, weil er hat ja ein entstelltes Gesicht. Das heißt, vielleicht finden wir den ja. Was gibt's hier? Was ist der? Hä? Okay, anscheinend wohnt der mit dem entstellten Gesicht hier. Sonst könnten wir hier nicht suchen. Gut. Wir gucken jetzt mal. Ist der vielleicht mit der Mundharmonika? Gehen wir mal nachfragen. Du bist es auch nicht, du bist es auch nicht. Ist die kooperativ? Nein, okay, das heißt, wir müssen trotzdem, also wir müssen später anscheinend wiederkommen. Dann gehen wir hoch. Oder wir hätten ja einfach hier links suchen müssen, nach keine Ahnung. Wir gehen jetzt aber später nachgucken. Wir gehen jetzt erstmal zum anderen Tatort. Wir setzen uns schon mal rein, bis unser Kollege kommt. So, nämlich dahin. No message. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on them. This one did. I'm failing to follow you. Can't be the same guys when you say it, right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit your pattern. End of conversation. Understand? Also eigentlich würde ich Rusty zustimmen. Das Problem ist, da hat Cole aber auch recht. Es sind ja mehrere Details, die da dazu gehören, nicht immer nur die Nachricht. Wobei das Opfer kann sich ja nicht, ja, entweder weiterentwickeln oder, das Opfer, der Jäger oder halt der Mörder, kann sich ja weiterentwickeln. Oder seine Taktik ändern so leicht, oder ich weiß nicht, vielleicht hat er auch mit der Nachricht schon erreicht, was er wollte, weißt du, was ich meine? Jetzt finden wir das erstmal heraus. Wenn dann nochmal eine Leiche kommt mit einer Nachricht und nackt und so, dann wisst ihr Bescheid. So, Superior Laundry Services. 12:34 Uhr Nachmittag. Oder Mittag. Ja, gut, dann geh du halt halt nicht. Können wir mit Ihnen reden, Sir? So. Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find register and you can take a look. Das wäre sehr nett. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. You wrote the number down on that dress, is it there?
So, F1. Was brauchen wir? Welcher Zettel? F13, also 1363. Okay. 1363. Hier müsste das irgendwo sein. Genau hier. Hier. Mrs. T. Terrellson, 43 Emerald Street, Westlake. So, dann hätten wir das schon mal rausgefunden. Wo ist die T Street? Was da? Gut. Ich habe gerade Elm Street gelesen, wollte schon sagen. Dann gehen wir doch mal. Also da wohnt jetzt, glaube ich, die vermeidbare Ermordete, oder? Jetzt habe ich noch nicht den Namen gelesen, wie die denn eigentlich heißt. I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic types can show a particular disposition for this stuff. Okay. Also so ein kleines Bötchen. Oder? Oh, sie hat einen Mann. Okay, das ist natürlich nicht gut. Wenn es der Mann ist. Klar, jeder hat eine Familie, aber... Es ist für jeden Oh. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Terrellson? I'm afraid we have some rather bad news. Ja, das sind echt ziemlich nicht gute Do you have Nachrichten. someone who can look after your children, Mr. Terrellson? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. I know this is a difficult time, Mr. Terrellson, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think It's that... procedure. You see to your girls. Dieses Prozedere, ey. Die Kinder wissen jetzt eigentlich, was mit der Mutter passiert ist. Ich glaube, die verstehen es gerade nicht. Nee, die haben zum Glück keine Ahnung. Und das ist gut so. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Ja, wir wissen es nicht. Alles klar. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Das ist echt ein Problem. So. Kurz was Hallo? So, jetzt aber... Mein Gott, Walder. Let him search. Hallo? Ich möchte ja nichts. Ich möchte suchen. You want to hear something funny, Terrellson? So, hier ist anscheinend Some nichts. bunch think filling out a missing persons report acts. So, das ist das Kinderzimmer. Gehen wir mal erstmal hier hin. Okay, ich glaube, das Ding brauche ich da nicht. Dieses Wonder why the picture was turned down. Eheprobleme. Das ist eigentlich immer bisher die Antwort gewesen. Ich dachte, das brauche ich gar nicht, aber na gut. Hier ist nix. Ah, hier ist eine Handtasche. Eine Taschhante. Not everything here is going to be wrong. So, ich dachte, du machst das jetzt auf. Mir ist dann halt auch nicht. Ne? Stolz soll's nicht stören. Bis im Kinderzimmer wühlen. Auch wenn ich nicht glaube, dass hier was ist. Naja, das haben wir auch schon irgendwo anders gesehen. Ja, eben. Oh, was ist das? This doesn't pertain to the case. Ja, gut. Entschuldigung, sieht halt so glänzend aus. Hier ist auch mal nochmal so ein... Eben, das Boot, das habe ich gemeint. Das war ja schon davor auffällig. Okay. Nochmal. Baron's bar again. Someone must be real sweet on this dive. Ja. Wahrscheinlich ist sie dort Stammkunde oder so. Ich glaube, hier ist nix.
Hallo, die If you'd Dame? excuse me, ladies. Was steht denn da drauf? So, das ist ein I Einkaufsliste, think this is okay. any use to us. Ja, ich dachte, das wäre irgendwie was Wichtiges. Ja. Ist das was Relevantes? So she Ah, went out tatsächlich. without her handbag? Was ist das? Führerschein, aha, okay. Blond verheiratet, braune Augen, weiblich, 1,63, gut. She'd have to be in quite a state to leave this behind. Und der Lippenstift. At least she was spared that particular indignity. Ja, das stimmt. Aber ich weiß gar nicht, ob der Mörder auch immer selber Lippenstift dabei hat oder die von den Personen nutzt, die dabei haben. Wenn sie verstehen, ihr versteht, was ich meine. Oh, der war irgendwo unterwegs draußen. Schuhgröße 8. Pinker can match the impression of the crime scene. Ich glaube, hier finden wir ja nichts, ne? Ich glaube nicht. Also wir hätten jetzt, glaube ich... Lars was out in the rain last night. Ja... Ist halt nur die I'll be Frage, out was of für your way ein Auto... momentarily, ladies. Ist die Frage, was für ein Auto fährt da. Wo ist sein Auto? Oh, das ist gar nicht hier. Ah, scheint gar nicht hier zu sein, das Auto. Okay. Sonst hätte ich geguckt, was für ein Auto da fährt. Bei Reifenspuren und so, aber so ins Detail gehen wir an. Offenbar nicht. Um uns zu unterhalten. For the record, Mr. Tarleton, what is your wife's name? Teresa. Mögliche Verdächtige. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. For the record, Tarleton, did you kill your wife? Oh my god. No. I didn't kill my wife. And fuck you for suggesting it. Was ist denn das falsch? Er hat doch so komisch geguckt. Hätte ich jetzt die Wahrheit sagen sollen? Ach, keine Ahnung. You Ey. said Manchmal you went weiß to ich a es echt party nicht. at Bobby Ross's place? That's right. Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Lüge oder Wahrheit einschätzen soll. Ich mach mal Anzweifeln. You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. She goes there, drinks too much, gets maudlin, and calls me. I go and bring her home. Wenigstens eins richtig. Was? Gemütsverfassung des Opfers. Mr. Tarleton, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. I think you're in an unhappy marriage, Lars. I think you're lying, and you would like to get it off your chest. You telling me my wife was unhappy? What proof do you have of that? Wo ist denn das? Wo kann ich das denn beweisen? Kann ich das nicht irgendwie? Sorry, my mistake. Hä? Das Problem ist gerade... If you have more questions, I'd rather get this over with now. Okay, ich muss mit ihm reden. Mr. Tarleton, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Ich kann ja nur anzweifeln, weil ich habe ja keinen Beweis, dass hier das umgedrehte Ding und so. Ich mach mal anzweifeln. Spill it, Tarleton. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she Okay, wants to go ich out dachte, wir dancing. müssen das umgedrehte We Ding only als have to Beweis sit here nehmen. until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well.
I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. Nächstes seine Sache nochmal richtig. Letzter Kontakt mit dem When was Opfer. the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. Okay, ich glaube, wir können entweder die Stiefel nutzen oder das Hemd. And how do you figure that? Das Hemd oder die Stiefel ist ja immer mal das Hemd. You were out in the rain. You got soaked, Lars. We found your wet weather gear. Okay, I stayed a little later than I said. This cute little brunette was hitting on me. Teresa noticed. I was half cut. I walked her home from Bobby's, but nothing happened. I walked back and got the car this morning. Thanks for answering our questions, Mr. Charlton. You'll need to go downtown to identify your wife's body. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, if you give in to broads, you'll be giving in to them your entire life. So, Telefon, wir müssen einen Call machen. Operator, give me our Für diese Bar, wo wir hin müssen. Putting you through now. Cole Phelps, Badge 1247. Kann ihn gerade echt nicht einschätzen, ob was war. Weil er hat ja auch matschige Schuhe, weißt du? How can I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks for your help. Gut. Also ich kann ihn gerade echt nicht einschätzen, weil das Problem ist, die Beweise sind halt... Und ich hab das Seil nicht gefunden. Also Mordwaffe quasi. Wobei man das halt auch überall finden könnte. Was? Wo uns ist das? Dann kommen wir mal dahin. Achso. Haben wir irgendwas nämlich gefunden? Okay, Moment. Macht mich jetzt stutzig. Was haben wir denn hier noch nicht gefunden? Also muss ich das hier vielleicht angucken? Ah! Looks like a match with the ligature marks. Und ist ein bisschen beblutet. Sounds like the Tarleton guy had her last drink at Baron's bar. You should check the place out. Sind wir jetzt fertig oder müssen wir nochmal mit ihm reden? Okay. Das ändert natürlich alles. Ja, beim nächsten Mal muss ich mir auch sowas angucken. Das stimmt, das war jetzt mein Fehler. Gut, die Aussage mit dem Seil kann ich jetzt streichen, ja, und das haben wir jetzt auch gefunden. Boot, da komme ich denn nicht drauf. Boot und Seil. Also ich glaube, eventuell war es halt wirklich der Mann, weil er die Schnauze voll hatte von der Frau. Alles nass, Schuhe gefunden, die dementsprechend matschig sind. Es fehlt dann noch das Auto. Das Auto, mit dem er vielleicht angefahren kam. Wenn es ihm überhaupt zutrifft. Wo ist die Bar hier? Irgendwo. Also 1 Uhr nachmittags Barons Bar. Dann gehen wir nachfragen. Gents, drink? Phelps and Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Tarleton? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. You know, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Letzter Kontakt mit dem Opfer. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. Ich glaube, der lügt nicht. On foot? In a car? By bus? How was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. Okay, das heißt, sie hatten halt wirklich echt Eheprobleme. Aber das haben wir gerade auch mitbekommen.
2 Whisky auf Eis, einen Manhattan, einen Gin, Teresa Lo Cap. Okay. Put out an APB on the cab. 3591. Should be traceable. Sonst noch was? Verdächtiger Landstreicher. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. Ne, der überlegt gerade. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Betty. All right, 2 creeps were all over her, promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure, I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other man? Ah, jetzt müssen wir wahrscheinlich The other guy zurück. is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Gut, um den kümmern wir uns gleich. Jetzt noch das Any Auto. idea where she was headed? Nope, I didn't get that. Ja, was sagt denn dein Gesicht? Ich vertraue dir einfach The mal. husband said she wanted to go dancing. And she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance halls. Thank you for your help, Mr. Fluff. 3 von 3 richtig, okay. Hey, no problem. Rotes Polohemd, okay, mit dem müssen wir reden. That's him. LAPD, don't make me chase you, shitbird. Geh doch einfach zum Tisch hin, anstatt sowas zu sagen, ey. Wieso müssen's die Cops immer so kompliziert machen? Du behinderst den Verkehr, mein Junge. I thought you were gonna leave me there. Who knows what this guy will pull when he's cornered? We could have a killer on. Bleiben Sie bitte stehen. Erstmal die Leichen nochmal überfahren hier. Wo fährt der denn hin? Entschuldigung für das Auto, aber ich habe nicht keine Ahnung, wo der hinfährt. Don't go to sleep on me. Get me back in close. Hey, ich hab doch gerade mal überfahren. Oder? Dann habe ich es jetzt nicht gesehen. So, wir sind hier wieder bei Alarmstufe 11. Clean this asshole off the road. Let's end this part. LAPD. Hände hoch. Aussteigen. Put your hands where I can see them. So rum. Nämlich. Okay, Bates. You're gonna answer some questions. I have a choice in this. Kontakt mit Opfer. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Do you want my partner to sap you? Tell us what we want to know. She was okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like your salty had the same idea. Herr Bericht über So Aufenthaltsorte. what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. Ist das auch gelogen, mein Freund? Du guckst so komisch. Ist auch You've gelogen. done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Look, I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. We're taking you in, Bates. How come? Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Take him to Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill.